Wow, wow, wow. Im Moment chillt er nur. Also er ist bei Intel raus seit einem Jahr und überlegt sich, wo er sein AI-Projekt kickstarten will. Die Überlegung war in der Nähe von Weimar, in Silicon Valley oder in Berlin, glaube ich. Das waren die drei Varianten, die er favoriert hat. Das ist zumindest mein Stand vom letzten Jahr. Keine Ahnung, ob er mittlerweile was entschieden hat. Ich folge ihm ja nicht im Twitter, weil ich kein Twitter habe. Warum Weimar? Na, weil Weimar nah an seiner Hauptstadt, seiner Heimatstadt ist. Er kommt ja aus Plinz. Ich glaube, deswegen wollte er Weimar machen. Oder Jena? Nee, ich glaube Weimar. Biermuda, wieso Joscha Bach relevant ist? Das ist jetzt zu kompliziert, dir das zu erklären, aber du kannst ja ein bisschen beiwohnen und vielleicht fühlst du es ja. So, dann können wir ja jetzt anfangen. Zack. Is it okay? Can you elaborate why you think that is so self-organization? So this kind of radical equality that you see in the biological systems. Why can't you start with a language model? What's your intuition? Warum ist das so My dunkel? intuition is that the language models that we are building are golems. They are machines that you give a task and they're going to execute the Yeah. task until some condition is met. Mhm. And there's nobody home. And the way in which nobody is home leads to that system doing things that are undesirable in a particular context. Yeah. So you have that thing talking to a child and maybe it says something that could be shocking and traumatic to the child. Or you have that thing writing a speech and it introduces errors in the speech that no human being would ever do if they were responsible, right? But the system doesn't know who's talking to whom. There is no ground truth that the system is embedded into. And of course, we can create an external tool that is prompting our language model Mhm. always into the same semblance of ground truth. Mhm. But it's not like the internal structure is causally produced by the needs of a being to survive in the universe. It is produced by imitating structure on the internet. Yeah, but so can we externally inject into it this kind of coherent approximation of a world model that has to sync up? Maybe it is sufficient to use the transformer with the different loss function that optimizes for short-term coherence rather than next token prediction over the long run. We had many definitions of intelligence in history of AI. Next token prediction was not very high up on the list. And there are some similarities, like cognition as data compression is an old trope. Solomonov induction, where you are trying to understand intelligence as predicting future observations from past observations, which is intrinsic to data compression. Mhm. And predictive coding is a paradigm that this boundary between neuroscience and physics and computer science. Das ist interessant, ne? Dass diese LLMs im Moment der Shit sind und irgendwie noch keine weitere Anwendung für die Transformer gefunden wurde, die mehr in diese Richtung Kognition geht, ne? Weil man könnte sich doch vorstellen, dass das jetzt mittlerweile schon irgendwie drin sein muss, aber offensichtlich hat das alles noch nicht so viel gebracht, ne? Ich frage mich da woran das liegt. Arbeitet er an AGI? Ja, im Prinzip kann man so sagen, ja, das ist sein Ding. So it's not something that is completely alien, but this radical thing that you only do next token prediction and see what happens. Okay, warte, also wir haben is something where most people. Also wir haben hier angefangen. Is it Und ich mache mal noch ein bisschen zurück. Study to basically build a system like a cat. Probably should be careful at fangen first. mal Build something that's small, that's slim. Hier an. Do you think GPTN can achieve consciousness? Also GPTN, damit meint er irgendwann eine Version, GPT-8 oder so. Ob die Bewusstsein erlernen kann, ne? GPTN, probably. It's not even clear for the present systems. When I talk to my friends at OpenAI, they feel that this question, whether the models currently are conscious, is much more complicated than many people might think. I guess that it's not that OpenAI has a homogeneous opinion about this. But there's some aspects to this. One is
of course, this language model has written a lot of text in which people were conscious or described their own consciousness, and it's emulating this. And Ja, und diese Sprachmodelle, die haben ja nur sozusagen Statistiken über geschriebenen Text aus dem Internet. Und viel von diesem Text beinhaltet oder wurde von Menschen geschrieben, die Bewusstsein haben. Ne? Deswegen ist es sozusagen sehr einfach für einen LLM, also ein Large Language Model, Bewusstsein zu simulieren. Oder so auszusehen, als gäbe es da eine Entität, die tippt jetzt was ein und hat Bewusstsein. if it's conscious, it's probably not conscious in a way that is close to the way in which human beings are conscious. But while it is going through these states and going through a 100-step function that is emulating adjacent brain states that require a degree of self-reflection, it can also create a model of an observer that is reflecting itself in real time and describe what that's like. Mhm. And while this model is a deepfake, our own consciousness is also as if it's virtual. Also, wir haben jetzt diese Sprachmodelle, ne? Und im Prinzip hindert das Sprachmodell nichts daran, nichts hindert das Sprachmodell, eine Geschichte zu erfinden über eine Person, die sich in einer Situation befindet, die diesen Prompt bekommt und eine Antwort auf irgendwas geben muss und dass diese Person in eine Geschichte eingebettet ist, die sozusagen so realistisch ausgeschmückt wird mit Geschichten und Prosa, dass die Antwort, die dann diese fiktive Person geben würde, so realistisch ist, wie eine Person, die das im echten Leben geben würde. Weil wir ja selber auch nur Narrative sind. Also unser Bewusstsein macht ja das mit der Geschichte auch. Ne? Wir erzählen uns selber eine Geschichte, wie es wäre und so. Wenn es eine Person gäbe, die wir mit uns identifizieren, unsere Inputdaten bekommt und dann sozusagen in dem, was wir hier Realität nennen, eingebettet ist. Ne? Er sagt ja auch immer, Consciousness ist a Simulation und so. Und das macht natürlich total Sinn jetzt hier für ihn. Right? It's not physical. Our consciousness is a representation of a self-reflexive observer that only exists in patterns of interaction between cells. Mhm. So it is not a physical object in the sense that exists in base reality, but it's really a representational object that develops its causal power only from a certain modeling perspective. Ja, und jetzt hat er es nochmal erklärt. Wir emergieren sozusagen auf Wechselwirkung von Zellen. Ne, das ist das, wo wir drauf emergieren. Wir sind keine physikalische Realität. Ne? Wir leben nicht auf dem Substrat, sondern wir emergieren aus den Wechselwirkungen von Zellen. Wir sind, das, was wir mit wir repräsentieren, ist nur ein Controlling Agent, der notwendig ist, um Data Compression zu machen, weil die Daten schon zu multidimensional sind für das, was bei uns reinkommt und was unser Controlling, also was unser Körper eigentlich leisten muss an Regelungstechnik. Um, was weiß ich, unsere Kenngrößen auf Soll-Level zu halten. Ne? Sowas wie Körpertemperatur und Hunger und Trinken und so, ne? It's virtual. Yes, and so to which degree is the virtuality of the consciousness in ChatGPT more virtual and less causal? Es fühlt sich sehr stark reduziert an, aber das ist ja die große Stärke von Ockhams Rasiermesser. Man muss das Wesentliche mit so wenig wie möglich Annahmen und so wenig wie möglich Sprache ausdrücken können. Dann hat man es geschafft. Ne? Dann hat man sozusagen First Principles Weltformel oder so. Und deswegen ist sozusagen der Urge immer ein Minimierungsproblem. Nämlich kann man komplexe Dynamiken mit so wenig wie möglich Worten erklären. Und das ist hier sozusagen beim Bewusstseinsmodell und das, worum es jetzt hier geht, nämlich ob irgendwelche GPT-Versionen irgendwann Conscious bekommen, also ob sie irgendwann Consciousness haben werden, Bewusstsein, da muss man da so rangehen, ne? Es ist natürlich sozusagen eine der weiteren Kränkungen der Menschheit, wenn einem gesagt wird, es gibt keinen freien Willen und das, was du dir da erzählst über dich selber, ist eine Geschichte und so. Und übrigens, die quantenmechanische Realität hat nichts mit dem zu tun, was wir hier mit unserer Realität identifizieren wollen. Sowas, ne? Und wenn dann sozusagen noch der Physiker um die Ecke kommt und sagt, Farben existieren nicht und Qualia ist eine erfundene Geschichte, dann weißt du Bescheid, ne? Das ist natürlich eine Kränkung. Deswegen fühlt sich das für dich sehr stark reduziert an. Ob der Turing-Test eigentlich aktuell ist, was meinst du damit? Also Joscha Bach würde ja zum Beispiel sagen, der Turing-Test stellt die Frage, ob wir unsere eigene Intelligenz verstanden haben. Und nicht die Frage, ob da gegenüber in einem anderen Raum, wo wir das nicht sehen, eine Software sitzt oder ein Mensch. Das ist nicht das, was der Turing-Test fragt.
than the virtuality of our own consciousness. But you could say it doesn't count. It doesn't count much more than the consciousness of a character in a novel, right? It's important for the reader to have the outcome, the artifact of a model is describing in the text generated by the author of the book, what it's like to be conscious in a particular situation and performs the necessary inferences. But the task of creating coherence in real time in a self-organizing system while keeping yourself coherent, so the system is reflexive, that is something that the language models don't need to do. So there is no causal need for the system to be conscious in the same way as we are. And for me it would be... Das ist genau der Punkt, ne? Also solche LLMs, da entwickelt sich nicht Consciousness aus Notwendigkeit heraus. Bei uns ist Bewusstsein notwendig wegen des Datenmanagements. Ne? Wir lösen so ein kompliziertes Controlling-Problem, dass es nicht anders geht. Es muss eine Instanz geben, die entscheidet, was ist hier wichtig und was ist nicht wichtig, worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit. Und das ist ja das, was wir Bewusstsein nennen. Wir beobachten uns selbst, wie wir bewusst wahrnehmen. Das ist Bewusstsein. Ja, und das muss sozusagen entschieden werden in einer Kontrollstruktur. Worauf lenken wir jetzt unsere Aufmerksamkeit? Wir können nicht multitasken, das ist eine Illusion. Wir können nur über eine Sache nachdenken. Be very interesting to experiment with this, to basically build a system like a cat. You probably should be careful at first. Build something that's small, that's limited, has limited resources that we can control, and study how systems notice a self-model, how they become self-aware in real time. And I think it might be a good idea to not start with a language model, but to start from scratch using principles of self-organization. Is it okay? Can you elaborate why you think that is so self-organization? So this kind of radical equality that you see in the biological systems. Why can't you start with a language model? What's your intuition? My intuition is that the language models that we are building are golems. They are machines that you give a task and they're going to execute the task until some condition is met. And there's nobody home. And the way in which nobody is home leads to that system doing things that are undesirable in a particular context. Yeah. So you have that thing talking to a child and maybe it says something that could be shocking and traumatic to the child. Or you have that thing writing a speech and it introduces errors in the speech that no human being would ever do if they were responsible, right? But the system doesn't know who's talking to whom. There is no ground truth that the system is embedded into. And of course, we can create an external tool that is prompting our language model always into the same semblance of ground truth. But it's not like the internal structure is causally produced by the needs of a being to survive in the universe. It is produced by imitating structure on the Internet. Yeah, but so Ja, das ist wie gesagt der Unterschied. Ne? Also diese GPTs, die haben nur Trainingsdaten, die aus Text und jetzt mittlerweile auch Bildern aus dem Internet stammen. Ne? Das ist nicht dasselbe, es ist bei Weitem nicht vergleichbar mit dem Interface, was wir jetzt haben. Und wir haben sozusagen materielle Bedürfnisse, die an unser Survival geknüpft sind und durch Evolutionsdruck emergiert sind über Milliarden Jahre, mehr oder weniger, einfach nur um den Kältetod schneller herbeizuführen. Und das ist was völlig anderes als das, was die GPTs machen. Von der Aufgabenstellung her. Die lösen ja einfach nur das Problem, was ist das nächstwahrscheinliche Wort. Ja, was anderes machen die nicht. Die iterieren sozusagen immer nur, ich habe hier einen Prompt, das ist der gesamte Text, der vorliegt, und was ist das nächste Wort, was als nächstes kommt, das wahrscheinlich am nächsten kommt. can we externally inject into it this kind of coherent approximation of a world model that has to sync up? Maybe it is sufficient to use the transformer with the different loss function that optimizes for short-term. Da steht jetzt die DOS-Function, aber er meint Loss-Function, also eine Kostenfunktion, weil es wird sozusagen ja eigentlich immer über eine Kostenfunktion definiert, was überhaupt getan werden muss, welches Problem soll gelöst werden. Man formuliert es immer als Maximierungs- oder Minimierungsproblem. Kosten müssen sozusagen gesenkt werden, typischerweise. Und dann kann man da alles Mögliche reintun, ne? Solange wie man weiß, wo das Minimum ist, wenn man es gut ausdrücken kann und ob man da gut rein konvergieren kann, typische numerische Probleme und so, dann kann man halt mit der Zauberei der Mathematik Lösungen finden, die man so nicht finden kann, einfach nur, wenn man es mal analytisch schön hinschreiben kann.
Na, man kann sozusagen durch die Sprache der Mathematik Lösungen finden. Und Machine Learning, insbesondere Deep Learning, macht das ja auf dem Next Level. Wir wissen nicht, wie die Lösung aussehen kann. Wir formulieren, dass es irgendwas mit dieser einen Kostenfunktion zu tun hat, von der wir vermuten, dass die unser Problem löst. Und wir geben meistens noch Nebenbedingungen an, damit wir nicht komplett wegschwurbeln. Und dann trainieren wir unser System, dass es die Lösung für uns findet. Wir wissen nicht, wie es das macht. Wir geben ihm einfach nur Beispieldaten von erwarteten Verhalten, wie es sich verhalten soll. Und der Rest, den löst sozusagen das Machine Learning für uns selbst. Ohne dass wir verstehen, was es macht. Und er sagt jetzt, naja, es wäre doch geiler, wenn wir mal die Cost-Function, wenn wir die ändern würden. Also nicht predikte den nächsten Token. Coherence rather than next token prediction over the long run. We had many Token heißt jetzt Wort. definitions of intelligence and history of AI. Next token prediction was not very high up on the list. And there are some similarities, like cognition as data compression is an old trope. Solomonov induction, where you are trying to understand intelligence as predicting future observations from past observations, which is intrinsic to data compression. Ja, also man muss dazu sagen, Joscha Bach hat in seiner ersten Uni-Zeit direkt da bei den Compression-Leuten, bei so einem Compression-Typ eine Vorlesung gehabt und fand das super interessant, dass es scheinbar so ist, dass wenn man über die Natur von Datenkompression nachdenkt, man automatisch sozusagen dahin kommt, dass man ja Sachen aufs Wesentliche runterbrechen muss, um das Wesentliche abzuspeichern. Meistens macht man das über Vektorbasis oder so, dass man eine geschicktere Vektorbasis findet, in der irgendwas besser komprimierbar ist, also mit weniger Bits. Was man aber die ganze Zeit dabei tun muss, wenn man was komprimieren will, man muss die innere Struktur besser herausarbeiten, als sie vorliegt. Ne? Man muss ein Modell finden, was die große Datenmenge auf ein kausales mathematisches Modell abbildet, was man dann mit weniger Bits speichern kann. Und das ist sozusagen äquivalent zu dem Problem der Kognition als solcher. Wir haben also sozusagen irgendwann herausgefunden, dass Kognition bedeutet Data Compression. Und das ist das, was er sozusagen jetzt hier gerade erklärt, ne? Und wenn man das einmal hat, dann kann man sozusagen, also wenn man sich das überlegt hat, dann geht es sozusagen nur darum, okay, was wir jetzt machen ist, wir haben einen Datensatz aus der Vergangenheit und wir versuchen in die Zukunft zu extrapolieren, was als nächstes passiert. Ne? Next Token Prediction, aber nicht mit Token, sondern mit Input-Daten. Sowas wie, was werde ich als nächstes sehen oder was wird Joscha Bach als nächstes sagen oder so. And predictive coding is a paradigm that this boundary between neuroscience and physics and computer science. So it's not something that is completely alien, but this radical thing that you only do next token prediction and see what happens is something where most people, I think, were surprised that this works so well. So simple. Ja, und ich war auch komplett überrascht. Das war ja das, was mich komplett überzeugt hat damals von Deep Learning, weil ich ja sozusagen gar keine Ahnung davon hatte. Und dann kam dieses Beispiel mit den Word-Embeddings und dieser Vektorraumarithmetik, wo man Inhalte auf Vektorraumarithmetik abbilden kann in diesen Sprachmodellen. Und dann kann man quasi König minus Mann plus Frau ist gleich machen und guckt, was sozusagen die Vektortupel ergeben. Und das Wort, was da am nächsten dran ist, ist Königin. Sodass sozusagen erkannt wurde aus diesen Kontexttransformator-basierten Sprachmodellen, okay, das ist der Zusammenhang. In diesem Vektorraum bildet sich Inhalt ab. Nicht einfach nur schnödes Zeichen setzen und irgendwie, weil das geht auch in allen Sprachen, ne? König minus Mann plus Frau ist gleich Königin, kommt da raus. Und das hat mich persönlich überzeugt. Da habe ich gesagt, okay, das ist wirklich der Shit. Jetzt haben sie es. Das ist the way to go. In die Richtung muss man weitergehen. Dann verstehen wir es. But is it really that much more radical than just the idea of compression? Is intelligence is compression? The idea that compression is sufficient to produce all the desired behaviors is a very radical idea. But equally radical as the next token prediction. Ja, es ist deswegen verrückt, weil man muss sich überlegen, wie sie es trainiert haben. Sie haben es trainiert, indem sie gesagt haben, ich trainiere ein Netzwerk. Es kriegt als Input Text. Es soll sagen,
was kommt als nächstes, welches Wort ist am wahrscheinlichsten. Das heißt, das Input ist ein hochdimensionaler Vektorraum. Im Prinzip jedes Wort in einem Wörterbuch im Prinzip ist das ein Basisvektor. Ne? Das heißt also, du hast sowas wie einen 30.000 dimensionalen Vektorraum. Da ist jedes Wort ein Punkt, eine Achse, eine Dimension. Und jetzt kochst du das runter, ich denke, so war's. Jetzt kochst du das runter auf einen 400-dimensionalen Vektorraum. Ne? Mit einem Encoder. Das nennen die Encoder. Das ist in deiner Netzwerkarchitektur drin. Dann machst du einen Decoder, der wieder hochgeht und der spuckt dir den wahrscheinlichsten Token aus. Und zwar mit einem Vektor, der dann 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 und irgendwo hat er eine 1. Also eigentlich machst du Softmax und nimmst dann den größten, ne? Also da, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist. Und dann kriegst du sozusagen dein Ergebnis. Und dann trainierst du dein Netzwerk einfach mit bekannten Texten, weil da hast du ja den nächsten Token und kannst sozusagen in dieser linearen Algebra-Abbildung das Error-Signal, also was kommt als nächstes, was prädiktet dein Netzwerk, den Fehler dazwischen. Du kannst eine Differenz bilden, weil es Zahlen sind. Ne? Du kannst eine direkte Differenz bilden. Und diese Differenz trägst du, weil du ja die Verknüpfungen vorliegen hast, mit Backpropagating wieder zurück, machst Gradient Descent davon und kannst dann alle Gewichte so einstellen, dass es ein bisschen besser wird beim nächsten Iterationsschritt. Ein bisschen. Diesen Prozess wiederholst du mit deiner kompletten Datenbasis und zwar so lange, bis sich in deinen Predictions nichts mehr groß ändert. Und dann bist du fertig trainiert. Das testest du mit noch einem neuen Datensatz, den du vorher nicht im Training drin hattest, und dann bist du fertig. Und das Krasse ist jetzt nimmst du von diesem trainierten Netzwerk den Decoder weg und guckst dir nur den Encoder an. Steckst da das Wort König rein, steckst das Wort Mann rein, das Wort für Frau und guckst dir an, wo das Wort für König liegt. Ne, in diesem 400-dimensionalen Vektorraum. Das ist ein Pfeil, der zeigt dahin. Dann nimmst du diese 4 Vektoren und guckst dir an, was passiert, wenn du König minus Mann plus Frau machst und stellst fest, das kommt an der Stelle raus, wo Königin liegt. Das ist der Shit. Das ist komplett. Das war richtig mindblowing für mich. Ich dachte, wie kann das sein? Das ist doch eine totale Zauberei, oder was? Was da kodiert wird, ist Kontext und Bedeutung. Da wird Bedeutung von Worten, die einfach nur eine leere Hülle sind, weil das einfach nur Zeichen auf einem Bildschirm sind, auf einmal mit Bedeutung aufgeladen, mit dem, was wir unter Bedeutung verstehen. Das ist total krass. Language Models sind der Shit, wirklich. Something that wouldn't work in biological organisms, I believe. Yeah. Biological organisms have something like next frame prediction for Na klar geht das auch mit system, where Konzepten. we try to filter out. Konzepte sind doch nur Wortanhäufungen mit höherer Korrelation. Wenn du sozusagen das einmal drin hast, dann machst du, klar geht das. Ich meine, du kannst ja mal versuchen, dich mit GPT-4 zu unterhalten und das auszutricksen. Klar, das funktioniert noch. Noch kannst du das machen. Es wird den Turing-Test nicht bestehen. Aber es ist trotzdem schon sehr gut, auch Konzepte zu begreifen. Klar, voll. Oder zumindest so zu tun, als würde es ein Konzept begreifen. Ne? Du kannst es ja testen. Principal components out of the perceptual data and build hierarchies over them to track the world. But our behavior ultimately is directed by hundreds of physiological and probably dozens of social and a few. Ja, also guck mal, Ben Gürtel oder auch Joscha Bach würden sagen, dass die jetzt noch nicht so krass sind. Ben Gürtel zum Beispiel war ja kein großer Fan von GPT-3 auch und hat gesagt, ja, da hat jetzt irgend so ein Scheißprojekt halt ein paar Millionen $Millionen investiert. Was für eine Zeitverschwendung. Wir wussten dass es geht. Das ist jetzt nichts Besonderes. Auf der User-Anwendung für den kasualisierten User ist es natürlich geil. Das ist jetzt aber sozusagen, ich habe euch nur meine Erfahrungen erzählt, als ich in dieser Vorlesung saß. Und ich mir diese Sache mit dem Deep Learning drauf geschafft habe, weil ich das vorher nicht kannte. Und das Beispiel mit der Wortarithmetik, das hat mich davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist, um die Sache mit dem Machine Learning jetzt mal zu machen und unseren eigenen Verstand auch zu verstehen. Das ist das richtige Modell. Ne? Du musst Ben Gürzel, Goerzel, ihr müsst euch vorstellen, vorher gab es halt jahrhundertelang Linguisten, die irgendwie rumgeschwurbelt haben und versucht haben, was zu raten, was Sprache formalisiert. Und sie haben es nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft. Aber die Deep Learning-Fratzen haben es geschafft. Und zwar mit einem ganz einfachen Paradigma, nämlich
predikte das nächste Wort in dieser Zeichenkette. Das ist doch krass. Das ist doch das Krasse daran. Und die Erkenntnis davon ist, wir haben nicht verstanden, wie es geht. Ne? Wir verstehen nicht die interne Struktur, wie es das macht. Wir wissen nur, wie wir es trainieren. Das heißt, was wir erstmal brauchen, ist ein Level höher abstrakte Building Blocks. Wir müssen das sozusagen in eine Sprache packen, damit wir eine Intuition für das Machine Learning wieder bekommen. Weil im Moment auf der Zahlensalat-Ebene verstehen wir nicht, was da passiert. Das ist so wie ich vergleiche das immer mit Differentialgeometrie bei der allgemeinen Relativitätstheorie. Die Gleichungen sind so eklig, die checkt man nicht. Man braucht erst diese neue Mathematik-Syntax, um überhaupt zu verstehen, wie die Differentialgeometrie funktioniert, damit man eine Intuition da kriegt. Das ist ein Level höher quasi, nicht auf der Tensorebene mit den Indizes und so. Und so, denke ich, muss man hier auch vorgehen. Man braucht sozusagen erstmal eine Sprache. Das Problem ist, die Transformatoren sind so neu, dass wir noch keine Sprache dafür haben. Und na klar, Mathematik ist der Boss und was anderes ist das ja auch nicht. Informatik ist ja nur angewendete Mathematik. Ich bin ja der Meinung sozusagen, aus der Mathematik kommen diese beiden Zweige. Ne? Einmal Informatik, Data Science und so. Das ist also theoretische Informatik ist nichts anderes als Mathe und Physik. Und aus der Physik kommen die anderen Naturwissenschaften alle rausgepurzelt. Cognitive needs that are intrinsic to us, that are built into the system as reflexes and direct us until we can transcend them and replace them by instrumental behavior that relates to our higher goals. And it also seems so much more complicated and messy than next frame prediction. Even the idea of frame seems counter-biological. Yes, of course, there's not this degree of simultaneity in a biological system. But again, I don't know whether this is actually an optimization if we imitate biology here, because creating something like simultaneity is necessary for many processes that happen in the brain. Mm-hmm. And you see the outcome of that by synchronized brainwaves, which suggests that there is indeed synchronization going on, but the synchronization creates overhead, and this overhead is going to make the cells more expensive to run, and you need more redundancy, and it makes the system slower. So if you can build a system in which the simultaneity gets engineered into it, maybe you have a benefit that you can exploit that is not available to the biological system and that you should not discard right away. You tweeted, once again, quote, "When I talk to ChatGPT, I'm talking to an NPC. What's going to be interesting and perhaps scary is when AI becomes a first-person player." So what does that step look like? I really like that tweet. That step between NPC to... Es ist immer so geil. Lex Fridman ist ja ein übelster Fanboy und er zitiert die ganze Zeit die glorreichsten Tweets von Joscha Bach, ne? Weil Joscha Bach ja auch so eine Mischung aus Shitposter ist auf Twitter, weil er sozusagen ständig irgendwelche Leute offendet. Was weiß ich, auch Silicon Valley Boys, aber auch so Soziologen und so, und der triggert die halt alle. Und auch Philosophen vor allem, das ist, glaube ich, das ist das, was er am liebsten zum Frühstück frisst, irgendwelche Philosophen triggern. Ja, und Lex Fridman sucht immer Best-of raus. Source of coherence and inspiration of how to take the leap into the unknown that we humans do. The search, man's search for meaning. LLM's search for meaning. I don't know if the language model is the right paradigm because it is doing too much. It's giving you too much. And it's hard once you have too much to take away from it again. The way in which our own mind works is not that we train a language model in our own mind and after the language model is there, we build a personal self on top of it that then relates to the world. There is something that... ja, Frick, ich weiß, dass es übelst viele von diesen Sprachmenschen gibt, aber versteh mal, die können mit ihrem Geschwurbel nichts predikten, die können nichts Belastbares aussagen über Sprache. Auch Noam Chomsky konnte das nicht. Diese Sprachmodelle haben es einfach mal gerissen. Das ist krass. It's giving you too much. And it's hard once you have too much to take away from it again. The way in which our own mind works is not that we train a language model in our own mind and after the language model is there, we build a personal self on top of it that then relates to the world. There is something that is being built, right? There is a game engine that is being built. There is a language of thought that is being developed that allows different parts of the mind to talk to each other. And this is
bit of a speculative hypothesis that this language of thought is there, but I suspect that it's important for the way in which our own minds work. And building these principles into a system might be a more straightforward way to a first-person AI. So to something that first creates an intentional self and then creates a personal self. So the way in which this seems to be working, I think, is that when the game engine is built in your mind, it's not just following gradients where you are stimulated by the environment. Ja, also wenn er sagt Game Engine, dann meint er sozusagen das Weltmodell, was wir mit Realität identifizieren, ne? Weil wir als Kinder erstmal aufwachsen mit dieser Basic-Physik von wegen, man kann hier Sachen runterschubsen, es gibt hier 3 Dimensionen, ich bin in diesen 3 Dimensionen eingebettet, ich habe da eigene Map über meinen Körper, hier, wenn ich da anfasse, ist anders als da, aber sie sind nah aneinander, weiter als das und das hier, die sind weiter voneinander weg und so. Ich muss sozusagen erstmal Isotropie und so und Homogenität des Raumes machen und all das. Das meint er mit Game Engine, ne? Und wenn wir das geklärt haben, dann kommt sozusagen Motorik und der ganze Shit. Environment and then end up with having a solution to how the world works. I suspect that building this game engine in your own mind does require intelligence. It's a constructive task where at times you need to reason. And this is a task that we are fulfilling in the first years of our life. So during the first year of its life, an infant is building a lot of structure about the world that does inquire experiments and some first principles reasoning and so on. And in this time, there is usually no personal self. There is a first-person perspective, but it's not a person. This notion that you are a human being that is interacting in a social context and is confronted with an immutable world, in which objects are fixed and can no longer be changed, in which the dream can no longer be influenced, is something that emerges a little bit later in our life. And I personally suspect that this is something that our ancestors had known and we have forgotten. Because I suspect that it's there in plain sight in Genesis 1, in this first book of the Bible, where it's being described that this creative spirit is hovering over the substrate and then is creating a boundary between the world model and sphere of ideas, earth and heaven, as they're being described there. And then it's creating contrast and then dimensions and then space. And then it creates organic shapes and solids and liquids and builds a world from them and creates plants and animals, gives them all their names. And once that's done, it creates... Ja, das ist immer besonders geil, wenn er sozusagen Mystizismus neu interpretiert. It's another spirit in its own image, but it creates it as man and woman, as something that thinks of itself as a human being and puts it into this world. And the Christians mistranslate this, I suspect, when they say this is the description of the creation of the physical universe by a supernatural being. I think this is literally a description of how in every mind a universe is being created as some kind of game engine by a creative spirit, our first consciousness that emerges in our mind even before we are born. And that creates the interaction between organism and world. And once that is built and trained, the personal self is being created, and we only remember being the personal self. We no longer remember how we created the game engine. So God, in this view, is the first creative mind in the It's the first consciousness. And in the early days, in the early months of development. And it's still there. You still have this outer mind that creates your sense of whether you're being loved by the world or not, and what your place in the world is. Right? It's something that is not yourself that is producing this. It's your mind that does it. So there is an outer mind that basically is an agent that determines who you are with respect to the world. And while you are stuck being that personal self in this world until you get to stage 6 and you destroy the boundary, right? And we all do this, I think, earlier in small groups. Stage 6, da haben sie am Anfang drüber geredet. Ne? Stage 6 ist persönliche Entwicklungsstufen des Geistes und ich glaube, Stage 6 wird dann transzendent sein. Ne? Ja, Frick, ich verstehe deine Empörung, aber keine Ahnung, also erstmal ist die Intuition, dass
dass sozusagen alles in Mathematik eingebettet werden können muss, prinzipiell, für mich intuitiv. Ja, weil das ist die allgemeinste Sprache, die wir finden können. Die allgemeinste Abbildungslehre quasi nennt sich Mathematik. Das heißt, alles muss sich früher oder später in Mathematik auflösen können. Prinzipiell. Alles. Also auch Sprache. Ne? Weil wir ja selbst stofflich sind und determiniert und auf einer Physik-Engine ran, die sozusagen auch determiniert und algebraisch klar definiert ist und so. Es ist bloß kompliziert, ne? Und der Trick, den die Deep Learning-Netzwerke machen, ist halt, die betreiben halt wirklich aufwendige Statistik. Und finden jede gottverdammte Korrelation raus. Und wichten die. Und das ist was wir nicht hinkriegen. Und deswegen ist sozusagen Formalisieren der Sprache schwachsinnig, weil die Sprache keine intrinsische, formale Logik hat, sondern nur auf Korrelationen basiert. Es ist ja ein Geschwurbel. Sprache ist ja eben nicht exakt, sondern fuzzy. Und das ist genau das, was Deep Learning-Netzwerke gut abbilden können. Fuzzy. Können die. Richtig gut. So maybe sometimes we can remember what it was like when we were a small child and get some glimpses into how it's been. But for most people, that rarely happens. Just glimpses. You tweeted, quote, suffering results for one part of the mind failing at regulating another part of the mind. Suffering happens at an early stage of mental development. I don't think that superhuman AI would suffer. Mhm. What's your intuition there? The philosopher Thomas Metzinger is very concerned that the creation of superhuman intelligence would lead to superhuman suffering. Yeah. And so he's strongly against it. And personally, I don't think that this happens because suffering is not happening at the boundary between ourself and the physical universe. It's not some stuff on our skin that makes us suffer. It happens at the boundary between self and world, right? And the world here is the world model. It's the stuff that is created by your mind. But that's It's the all. representation of how the universe is and how it should be and how you yourself relate to this. And Jetzt geht es nur darum, dass Thomas Metzinger gesagt hat, wenn die super starke KI da ist, dann wird sie sozusagen all den Schmerz fühlen und in unglaublichen Schmerz aufgehen. Und Joscha Bach sagt, nee, das ist Schwachsinn. Eine super starke KI, die transzendent ist, also sozusagen sich komplett selbst verstanden hat und sich komplett selbst beobachtet beim Ausrechnen der eigenen Heuristiken, also Gefühle zum Beispiel, kann keinen Suffer mehr haben, weil Schmerz etwas ist, was sozusagen einfach nur noch nicht aufgelöstes Bewusstseinsproblem darstellt. Ne, man kann Schmerz sozusagen, ist ja nur eine Datenverarbeitung. Ne, die geht in deinen Kopf rein, von hier zum Beispiel, wird ein Signal gesendet, aua, tut weh und so. Und es ist sozusagen eigentlich nur ein Errorsignal, was man beheben kann, wenn man einmal sich so weit raus meditiert hat, um sozusagen sich selber bei diesem Signalprocessing zu beobachten und zu erkennen, dass das etwas ist, was man abstellen kann. So nach dem Motto. Und die super starke KI kann das natürlich, so nach dem Motto, weil sie transzendent ist. So denke ich, darum geht es hier gerade. at this boundary is where suffering happens. So suffering in some sense is self-inflicted, but not by your personal self. It's inflicted by the mind on the personal self that experiences itself as you. Mhm. And you can turn off suffering when you are able to get on this outer level. So when you manage to understand how the mind is producing pain and pleasure and fear and love and so on, Mhm. then you can take charge of this and you get agency of whether you suffer. Technically, what pain and pleasure is, they are learning signals, right? A part of your brain is sending a Ja, also er redet jetzt sozusagen davon, warum gibt es das überhaupt mit dem Schmerzsignal und so? Ja, es sind Lernsignale, ne? Die sollen sozusagen die sollen erstmal die Aufmerksamkeit auf etwas lenken, nämlich da, wo der Schmerz herkommt, ne? Um etwas damit zu machen. Also zum Beispiel, um das System besser zu machen in der Zukunft. Ne? Ein Lernsignal. learning signal to another part of the brain to improve its performance. And sometimes this doesn't work because this trainer who sends the signal does not have a good model of how to improve the performance. So it's sending a signal, but the performance doesn't get better. And then it might crank up the pain. And it gets worse and worse, and the behavior of the system may be even deteriorating as a result. But until this is resolved, this regulation issue,
your pain is increasing. And this is, I think, typically what you describe as suffering. So in this sense, you could say that pain is very natural and helpful, but suffering is the result of a regulation problem in which you try to regulate something that cannot actually be regulated. Mhm. And that could be resolved if you would be able to get at the level of your mind where the pain signal is being Ne, also Suffering quasi als konstanter Schmerz, gegen den man nichts tun kann, aber wo man sozusagen die ganze Zeit darunter leidet. Das ist sozusagen Suffering für ihn. Ne? Und er sagt quasi, wenn man transzendent ist, dann kann man das ausschalten, ne? Weil man erkannt hat, wo es herkommt. created and rerouted and improve the regulation. And a lot of people get there, right? If you are a monk who is spending decades reflecting about how their own psyche works, you can get to the point where you realize that suffering is really a choice, and you can choose how your mind is set up. And I don't think that AI would stay in the state where the personal self doesn't get agency, or this model of what the system has about itself, it doesn't get agency how it's actually implemented. Wouldn't stay in that state for very long. So it goes to the stages real quick. Yes. Well, Soll's gehen. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber wahrscheinlich ist das so. Also Babsi ist jetzt nicht mehr hier, aber die hat schon ein paar Mal so gesagt, dass Joscha Bach übelst die Referenzen ständig zu irgendwelchen indischen Kulturen und irgendwelchen buddhistischen Kulturen und so bringt und die ganze Zeit auch noch diesen Shit fronten kann. Er redet ja auch von Pachamama und von Psychedelics und so. 7 stages. It's going to go to enlightenment real quick. Yeah, of course, there might be a lot of stuff happening in between, because if you have a system that works at a much higher frame rate than us, then even though it looks very short to us, maybe for the system there's a much longer subjective time, which things are unpleasant. What if the thing that we recognize also as super ihm intelligent? geht es nur darum, sozusagen, können wir unser Brain hacken, ne? Und er ist davon überzeugt, dass es geht, und er erzählt auch manchmal davon, dass was er schon so geschafft hat. Luzides Träumen und so weiter, ne? Klar. Is actually living at stage 5. That the thing that's at stage 6, enlightenment, is not very productive. So in order to be productive in society and impress us with this power, it has to be a reasoning, self-authoring agent. That enlightenment makes you lazy as an agent in the world. Well, of course, it makes you lazy because you no longer see the point in. So it doesn't make you not lazy. It just, in some sense, adapts you to what you perceive as your true circumstances. So what if all AGIs, they're only productive as they progress through 1, 2, 3, 4, 5, and the moment they get to 6, they just kind of, it's a failure mode essentially as far as humans are concerned, because they just start chilling. They're like, fuck it, I'm out. Not necessarily. I suspect that the monks who self-immolated for their political beliefs to make statements about the occupation of Tibet by China, they were probably being able to regulate their physical pain in any way they wanted to. And their suffering was a spiritual suffering that was the result of their choice that they made of what they wanted to identify as. So stage 5 doesn't necessarily mean that you have no identity anymore, but you can choose your identity. You can make it instrumental to the world that you want to have. Let me bring up Eliezer Yudkowsky and his warnings. Eliezer ist witzig, ne? Das ist dieser Typ, der sagt, wir werden auf jeden Fall sterben. Eliezer sagt, wir werden das Alignment-Problem nicht lösen. Die AGI, wenn sie einmal da ist, wird sich Reward hacken aus allen Sicherheitsvorgaben, die wir der AI machen. Sie wird ausbrechen, jailbreaken und Paperclip-Maximizer machen, und wir werden alle sterben. Das ist das, was er sagt. Das ist richtig. Das ist auch interessant, das Gespräch. Das könnt ihr euch mal reinziehen. To human civilization, that AI will likely kill all of us. What are your thoughts about his perspective on this? Can you steelman his case? And what aspects with it do you disagree? One thing that I find concerning in the discussion of his arguments, that many people are dismissive of his arguments, but the counter-arguments that they're giving are not very convincing to me. And so based on this state of discussion, I find that from Eliezer's perspective, and I think I can take that perspective to some approximate degree, that probably is nowhere near at his intellectual level, but it's I think I see what he's up to and why he feels the way he does, and it makes total sense.
I think that his perspective is somewhat similar to the perspective of Ted Kaczynski, the infamous lunar bomber, and not that Eliezer would be willing to send pipe bombs to anybody to blow them up. But when he wrote this Times article in which he warned about AI being likely to kill everybody and that we would need to stop its development or halt it, I think there is a risk that he's taking, that somebody might get violent if they read this and get really, really scared. Right? So I think that there is some consideration that he's making where he's already going in this direction where he has to take responsibility if something happens and people get harmed. And the reason why Ted Kaczynski did this was that from his own perspective, technological society cannot be made sustainable. It's doomed to fail. It's going to lead to an environmental and eventually also a human holocaust in which we die because of the environmental destruction, the destruction of our food chains, the pollution of the environment. And so from Kaczynski's perspective, we need to stop industrialization, we need to stop technology, we need to go back because he didn't see a way moving forward, right? And I suspect that in some sense there's a similarity in Eliezer's thinking to this kind of fear about progress. And I'm not dismissive about this at all. I take it quite seriously. And I think that there is a chance that could happen that if we build machines that get control over processes that are crucial for the regulation of life on Earth, and we no longer have agency to influence what's happening there, that this might create large-scale disasters for us. Do you have a sense that the march towards this uncontrollable autonomy of superintelligent systems is inevitable? That there's no, I mean, that's essentially what he's saying, that there's no hope. His advice to young people was prepare for a short life. I don't think that's useful. I think that from a pragmatic Ja, das ist das perspective, Problem, ne? you have to bet all. Ja, also genau, also aufgeben ist halt einfach nicht nützlich, ne? Auch wenn es realistisch ist. Das ist sozusagen die normale Attitüde, die ich auch habe, wenn ich über den Weltschmerz nachdenke, ne? Es bringt einfach nichts. Es bringt einfach nichts. Always on the timelines in which you are alive. Doesn't make sense to have a financial bet in which you bet that the financial system is going to disappear, right? Yeah. Because there cannot be any payout for you. So Ja, und das ist die ETF-Logik, die wir vorhin schon hatten, ne? Schröck, ich gucke dich an. Es ist absolut richtig, was du tust. Aber du bist ein Täter. principle, you only need to bet on the timelines in which you're still around, or people that you matter about, or things that you matter about, maybe consciousness on Earth. But there is a deeper issue for me personally, and that is, I don't think that life on Earth is about humans. I don't think it's about human aesthetics. I don't think it's about Eliezer and his friends, even though I like them. It's there is something more important happening, and this is complexity on Earth resisting entropy by building structure that develops agency and awareness. And that's, to me, very beautiful. And we are only a very small part of that larger thing. We are a species that is able to be coherent a little bit individually over very short time frames. But as a species, we are not very coherent. As a species, we are children. Ja. We basically are very joyful and Genau, also die Datenverarbeitung, die die Gesellschaft emergieren lässt, wenn man der sozusagen ein biologisches Alter zuwachsen lassen würde, würde man sagen, okay, wir sind irgendwo im Kindesalter und kommen nicht klar. Energetic and experimental and explorative and sometimes desperate and sad and grieving and hurting, but we don't have a respect for duty as a species. As a species, we do not think about what is our duty to life on Earth and to our own survival. So we make decisions that look good in the short run, but in the long run might prove disastrous. And I don't really see a solution to this. So in my perspective, as a species, as a civilization, we're per default dead. We are in a very beautiful time in which we have found this giant deposit of fossil fuels in the ground and use it. And to build a fantastic civilization in which we don't need to worry about food and clothing and housing for the most part, in a way that is unprecedented in life on Earth for any kind of conscious observer, I think. And
this time is probably going to come to an end in a way that is not going to be smooth. And when Yeah. we crash, it could be also that we go extinct, probably not near term, but ultimately I don't have very high hopes that humanity is around in 1 million years from now. So And I don't think that life on Earth will end with us, right? There's going to be more complexity. There's more intelligent species after us. There's probably more interesting phenomena in the history of consciousness. But we can contribute to this. And part of our contribution is that we are currently trying to build thinking systems that are potentially lucid, that understand what they are and what their condition to the universe is and can make choices about this, that are not built from organisms and that are potentially much faster and much more conscious than human beings can be. And these systems will probably not completely displace life on Earth, but they will coexist with it. And they will build all sorts of agency in the same way as biological systems build all sorts of agency. And that to me is extremely fascinating, and it's probably something that we cannot stop from happening. So I think right now there is a very good chance that it happens. And there are very few ways in which we can produce a coordinated effect to stop it, in the same way as it's very difficult for us to make a coordinated effort to stop production of carbon dioxide. Right? So it's probably going to happen. And the thing that's going to happen is going to lead to a change of how life on Earth is happening. But I don't think the result is some kind of gray goo. It's not something that's going to dramatically reduce the complexity in favor of something stupid. I think it's going to make life on Earth and consciousness on Earth way more interesting. So more higher complex consciousness, yes, will make the lesser consciousnesses flourish even more. I suspect that what could very well happen, if you're lucky, is that we get integrated into something larger. Eine Borg. So you, again, ich meine, im Moment sind wir ja integrated in something larger. Ne? Wir nennen es Kapitalismus. Das Problem ist, die Cost-Function ist halt Kapitalakkumulation und die ist nicht aligned mit dem Überleben der Biosphäre. Ne? Das ist das Problem. Wir haben ein Misalignment-Problem, das lösen wir nicht. Wir bauen eine AGI, also wir konstruieren quasi, wir auf uns, auf unsere Wechselwirkung emergiert bereits eine AGI, die ist bloß zu blöd, weil die Kostenfunktion scheiße ist. Nee, das hat nichts mit NWO-Schwurbler zu tun, gar nicht. Gar nicht. Und ja, weiß nicht, also es könnte natürlich sein, dass quasi auch dieses System sich noch ändert, ne? Wir würden es dann bloß nicht mehr Kapitalismus nennen, das spielt aber keine Rolle, wie wir es nennen, ne? About effective accelerationism. You tweeted effective accelerationism is the belief that the paperclip maximizer and Rocco's basilisk will keep each other in check by being eternally at each other's throats, so we will be safe and get to enjoy lots of free paperclips and a beautiful afterlife. Ja, das ist so ein typischer Joscha Bach Post. Der ist wirklich fantastisch. Is that somewhat aligned with what you're talking about? I've been at a dinner with Beth Jesus. That's the Twitter handle of one of the main thinkers behind the idea of effective accelerationism. And effective accelerationism is a tongue-in-cheek movement that is trying to put a counterposition to some of the doom fears in the AI space by arguing that what's probably going to happen is an equilibrium between different competing AIs, in the same way as there is not a single corporation that is under a single government that is destroying and conquering everything on Earth by becoming inefficient and corrupt. There are going to be many systems that keep each other in check and force themselves to evolve. And so what we should be doing is we should be working towards creating this equilibrium by working as hard as we can in all possible directions. And at least that's the way in which I understand the gist of effective accelerationism. And so when he asked me what I think about this position, I said it's a very beautiful position, and I suspect it's wrong, but not for obvious reasons. And
in this tweet, I tried to make a joke about my intuition about what might be possibly wrong about it. So the Rocus Basilisk and the paperclip maximizers are both boogeymen of the AI doomers. Rocus Basilisk is the idea that there could be an AI that is going to punish everybody for eternity by simulating them if they don't help in creating Rocus Basilisk. It's probably a very good idea to get AI companies funded by going to VCs to tell them, give us $1 million or it's going to be a very ugly afterlife. Yes. Ja, übrigens, wisst ihr, welcher Scheißkanal zu Rockus Basilisk ein Clickbait-Video gemacht hat? Ratet mal. Auf Deutsch. Right? And I think that there is a logical mistake in Rockus Basilisk, which is why I'm not afraid of it. But it's still an interesting thought experiment. And Can you mention the logical mistake there? I think that there is no retrocausation. So basically, when Rockus Basilisk is there, it will have, if it punishes you retroactively, it has to make this choice in the future. There is no mechanism that automatically creates a causal relationship between you now defecting against Rocus Basilisk or serving Rocus Basilisk. After Rocus Basilisk is in existence, it has no more reason to worry about punishing everybody else. So that would only work if you would be building something like a doomsday machine, as in Dr. Strangelove, something that inevitably gets triggered when somebody defects. And because Rocus Basilisk doesn't exist yet to a point where this inevitability could be established, Rocus Basilisk is nothing that you need to be worried about. The other one is the paperclip maximizer, right? This idea that you could build some kind of golem that once starting to build paperclips is going to turn everything into paper. Ich bin ja der Meinung, der Kapitalismus ist ein Paperclip-Maximizer. Das ist genau das, was wir beobachten können. Wir transformieren jede Form von Ressourcen, menschlicher Arbeitskraft, alles. Wir transformieren es zu einer fiktiven Größe, die wir Kapital nennen. Und dann machen wir damit nichts mehr. Also der Kapitalismus ist ein Paperclip-Maximizer. Meiner Meinung nach. Clips. And so the effective accelerationism position might be to say that you basically end up with these two entities being at each other's throats for eternity and thereby neutralizing each other. And as a side effect of neither of them being able to take over and each of them limiting the effects of the other, you would ja, genau. Centucore. Ganz genau. Das versucht der Kapitalismus. Weißt du, was der Paperclip Maximizer macht? Der verwandelt alles. Also er macht Nanotechnologie und verwandelt alles in Paperclips. Also in Büroklammern. Das ist das, was er tut. Alles. Jedes Atom, was er finden kann, wird zu einer Büroklammer transformiert. Und wenn er das ganze Universum in Büroklammern verwandelt hat, dann ist er fertig. Situation where you get all the nice effects of them, right? You get lots of free paperclips and you get a beautiful afterlife. Is that possible? Do you think, so to seriously address concern that Eliezer has, so for him, if I can just summarize poorly, so for him, der Paperclip Maximizer ist halt ein Gedankenexperiment, weil was alle diese Netzwerke machen, ist, sie müssen eine Kostenfunktion optimieren. Und wenn man die schlecht wählt, mit schlechten Nebenbedingungen oder die gar nicht angibt, zum Beispiel, mach ganz viele Paperclips, dann fängt diese AI an, wenn sie super smart ist, ihr smartes Wissen dazu zu nutzen, um alles in Paperclips zu verwandeln. Also auch alle Menschen und alle Gebäude und die ganze Natur, den kompletten Planeten. Sie ist ja dumm. Sie ist ja ein Golem, quasi. Das, was er gesagt hat. Ne? Er hat Golem gesagt, das Wort. Sie will nur Paperclips bauen. So, und der Kapitalismus ist genauso. Der will nur alles in Kapital transformieren. Noch mehr Kapital. Immer noch mehr Kapital. Es gibt keinen Sinn dahinter, keinen weiteren Zweck. Einfach nur mehr Kapital. Es ist das perfekte Analogon. Wir bauen eine AGI, wir nennen sie Gesellschaft. Sie ist nicht aligned mit dem Ziel, das Wohl für alle zu maximieren oder die Survival auf der Biosphäre zu optimieren. Das Einzige, was es macht, ist Paperclips. Wir nennen die Paperclips Kapital. Fertig. Super intelligent system will just run away with everything. Yeah. I suspect that a singleton is the natural outcome. So there is no reason to have multiple AIs because they
don't have multiple bodies. If you can virtualize yourself into every substrate, then you can probably negotiate a merge algorithm with every mature agent that you might find on that substrate that basically says if two agents meet, they should merge in such a way that the resulting agent is at least as good as the better one of the two. So the Genghis Khan approach, join us or die. Well, the Genghis Khan approach was slightly worse, right? It was mostly die. Because I can make new babies and they will be mine, not Yeah. yours. All Right? right. So this is the thing that we should be actually worried about. But if you realize that your own self is a story that your mind is telling itself, and that you can improve that story, not just by making it more pleasant and lying to yourself in better ways, but by making it much more truthful and actually modeling your actual relationship that you have to the universe and the alternatives that you could have to the universe in a way that is empowering you, that gives you more agency. Right? That's actually, I think, a very good thing. So more agencies and more is a richer experience. It's Yes. a better life. And I also noticed that in many ways, I'm less identified with the person that I am as I get older. And I'm much more identified with being conscious. I have a mind that is conscious, that is able to create a person. And that person is slightly different every day. And the reason why I perceive it as identical has practical purposes. So I can learn and make myself responsible for the decisions that I made in the past and project them in the future. But I also realized I'm not actually the person that I was last year. And I'm not the same person as I was 10 years ago. And in 10 years from now, I will be a different person. So this continuity is a fiction. It's only exists as a projection from my present self. Mm-hmm. And consciousness itself doesn't have an identity. It's a law. That's basically if you build an arrangement of processing matter in a particular way, the following thing is going to happen. And the consciousness that you have is functionally not different from my consciousness. It's still the self-reflexive principle of agency that is just experiencing a different story, different desires, different coupling to the world, and so on. And once you accept that consciousness is a unifiable principle that is law-like and doesn't have an identity, and you realize that you can just link up to some much larger body, the whole perspective of uploading changes dramatically. You suddenly realize uploading is probably not about dissecting your brain synapse by synapse and RNA fragment by RNA fragment and trying to get this all into a simulation, but it's by extending the substrate, by making it possible for you to move from your brain substrate into a larger substrate and merge with what you find there. And you don't want to upload your knowledge because on the other side, there's all of the knowledge, right? It's not just yours, but every possibility. So the only thing that you need to know, what are your personal secrets? Not that the other side doesn't know your personal secrets already. Maybe it doesn't know which one were yours. Right, like a psychiatrist or a psychologist also knows all the kinds of personal secrets that people have. They just don't know which ones are yours. And so transmitting yourself on the other side is mostly about transmitting your aesthetics, the thing that makes you special, the architecture of your perspective, the thing that the way in which you look at the world. And it's more like a complex attitude along many dimensions. And that's something that can be measured by observation or by interaction. So imagine that you have a system that is so empathetic with you that you create a shared state that is extending beyond your body. And suddenly you notice that on the other side, the substrate is so much richer than the substrate that you have inside of your own body. And maybe you still want to have a body and you create yourself a new one that you like more. Or maybe you will spend most of your time in the world of thought. If I sat before you today and gave you a big red button. Also, weiß ich nicht. Ich finde nicht, dass er besonders simplifiziert. Ich finde, er benutzt, also dafür, dass er so schnell spricht, benutzt er extrem kohärent, extrem viel, diese Worte, die so dicht gepackte Bedeutungen aneinander rein, das ist eigentlich Poesie in meinen Ohren. Tatsächlich. Deswegen, weiß nicht, also ich finde gerade, Joscha Bach ist eben nicht jemand, der irgendwie jetzt bescheuert simplifiziert, nur um irgendwie ein Buch zu schreiben oder so. Das macht er nicht. Ich finde, der simplifiziert genau richtig. Also genau im richtigen Maße, um sozusagen mit einem Satz so viel auszudrücken, wo andere Bücher drüber schreiben müssen. Weil sie es gar nicht anders hinkriegen. Er hingegen hat irgendwie so viele Bücher in seinem Leben gelesen und
komplett verstanden, dass er sie permanent abrufen kann und richtig komplexe Zusammenhänge mit 2 Sätzen hinknallen kann. Das ist eine Kunst. Aber man könnte das als Simplifizierung natürlich bezeichnen, ne? Aber ich weiß nicht, ob es dem gerecht wird. So, Leute, es ist um 1. Ich denke, wir hauen jetzt rein. Ich werde mir hier diese Zeit notieren. 10 von x. Das heißt, wir reden heute irgendwen. Wir reden. So, Leute. Nacht die.